Am 7. Juni 2023 verließ die 17-jährige Valerie Tindall ihr Zuhause, um ihrer üblichen Teilzeitbeschäftigung nachzugehen, und kehrte nie wieder zurück. In einer kleinen amerikanischen Ortschaft, in der sich alle kannten, schien ein solches Verschwinden unvorstellbar. Ihre Angehörigen waren sich sicher, sie konnte nicht einfach so verschwinden. Nachbarn und Freunde begannen sofort, die Umgebung zu durchkämmen. Die Polizei schaltete sich fast unmittelbar ein, doch es gab keine Spur von dem Mädchen, nicht den geringsten Hinweis. Nach einigen Tagen traten seltsame Details zutage, Widersprüche in den Aussagen, das Schweigen derer, die offenbar zu viel wussten, und Verhaltensweisen, die nicht mehr zufällig erschienen. Alles deutete darauf hin, dass die Wahrheit näher war, als es schien, aber sie wurde sorgfältig verborgen. Valerie Tindall wurde 2005 in Indianapolis, der Hauptstadt des Bundesstaates Indiana, geboren. Ihre Kindheit begann in einer städtischen Umgebung, doch als sie 2 Jahre alt war, zog ihre Familie nach Arlington, einem kleinen Agrardorf etwa eine Autostunde von der Metropole entfernt. Ihre Eltern, Jack und Shayna Tindall, beschlossen, den Wohnort zu wechseln, um die Sicherheit ihrer Kinder zu gewährleisten. Sie machten sich Sorgen, dass ihr ältester Sohn bald alleine zur Schule gehen musste. Das Leben in der Großstadt schien ihnen zu riskant, insbesondere mit 5 Kindern. Arlington war das genaue Gegenteil ihres früheren Wohnortes. Eine kleine Gemeinde mit rund 300 Einwohnern, engen nachbarschaftlichen Beziehungen, Ruhe, Feldern und Bauernhöfen. All das passte perfekt zu einem beschaulichen Familienleben. Die Tindalls wurden schnell Teil der Gemeinschaft. Die Kinder fanden leicht Anschluss an Gleichaltrige, und auch die Eltern fühlten sich in der freundlichen und hilfsbereiten Atmosphäre wohl. Nachbarn feierten gemeinsam Feste, trafen sich zu Abendessen und halfen einander im Alltag. Valerie wuchs in dieser Umgebung auf, und dieser einfache, sichere Lebensstil wurde für sie zur Selbstverständlichkeit. Schon als Kind zeigte Valerie eine tiefe Zuneigung zu Tieren. Sie beobachtete die Kühe und Pferde auf den umliegenden Höfen, half bei der Versorgung von Vögeln und wollte mehr über die Gesundheit von Haustieren erfahren. Bereits zu Beginn der Mittelschule wusste sie genau, was sie werden wollte: Tierärztin. Diese Entscheidung änderte sich nie. In der Schule konzentrierte sie sich auf Naturwissenschaften und versuchte sich Fähigkeiten anzueignen, die ihr im zukünftigen Beruf nützlich sein würden. Als Valerie 17 Jahre alt wurde, hatte sie die 11. Klasse abgeschlossen. Vor ihr lagen das letzte Schuljahr und die Aufnahmeprüfungen für die Universität. Sie wusste, wie anspruchsvoll das Studium werden würde und wollte selbst etwas zu ihrer Zukunft beitragen. Im Sommer 2023 begann sie, nach einem Nebenjob zu suchen, um Geld für ihre Ausbildung zu sparen. Ihr erster Versuch war eine Stelle in einem lokalen Fastfood-Restaurant, die sie jedoch schnell wieder aufgab. Die geringe Bezahlung und die angespannte Atmosphäre sagten ihr nicht zu. Nach einigen Gelegenheitsjobs bot ihr schließlich eine Freundin Hilfe an. Ihr Großvater, Patrick Scott, ein älterer Mann und langjähriger Nachbar der Familie Tindall, betrieb ein kleines Privatunternehmen. Er pflegte Grundstücke, mähte Rasen, reparierte Zäune und baute Gartenhäuser. Valerie kannte ihn seit ihrer Kindheit und sah keinen Grund, das Angebot abzulehnen. Die Arbeit schien ideal. Frische Luft, vertraute Umgebung, ein freundlicher Arbeitgeber. Patrick, der Großvater ihrer engen Freundin, gehörte seit Jahren zum erweiterten Bekanntenkreis der Familie. Alles wirkte sicher und zuverlässig. Mit diesem Nebenjob begann der Sommer, der für Valerie der letzte sein sollte. Der Morgen des 7. Juni 2023 begann im Haus der Familie Tindall wie jeder andere. Alles verlief nach dem gewohnten Ablauf. Valerie wachte pünktlich auf, wirkte ruhig und gefasst. Beim Frühstück in der Küche unterhielt sie sich mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern. Sie erzählte, dass sie zu Patrick gehen würde, um dort zu arbeiten. Es sollte ein leichter Tag werden. Ein paar Stunden Arbeit auf dem Grundstück, danach wollte sie nach Hause kommen. Spätestens am Mittag. Nichts in ihrem Verhalten gab Anlass zur Sorge. Das Mädchen nahm nur das Nötigste mit: ihr Handy, ihre Geldbörse und ihre Schlüssel. Sie trug leichte Sommerkleidung und nahm weder eine Tasche noch Wechselkleidung oder andere persönliche Gegenstände mit. Sie sprach nicht über weitere Pläne. Alles wirkte wie ein ganz normaler Arbeitstag, einer von vielen in ihrem jungen Leben. Die ersten Stunden ihrer Abwesenheit beunruhigten ihre Familie nicht. In der Sommersaison konnte sich die Arbeit bei Patrick leicht verzögern, je nach Umfang der Aufgaben, Wetter oder Zustand des Grundstücks. Manchmal blieb Valerie länger, um eine begonnene Arbeit zu beenden,
oder einen kleinen Bonus zu verdienen. Sie kümmerte sich ums Gießen, Aufräumen oder andere Gartenarbeiten. Deshalb ahnte ihre Mutter Shayna zunächst nichts Ungewöhnliches und dachte, ihre Tochter hätte sich einfach verspätet. Am Abend jedoch begann sie sich Sorgen zu machen. Valerie hatte versprochen, am Nachmittag zurückzukehren, aber es war schon fast 17 Uhr und sie war immer noch nicht da. Shayna beschloss, ihre Tochter anzurufen, um zu erfahren, wie es ihr ging und wann sie nach Hause kommen würde. Doch schon beim ersten Anruf wurde klar, dass etwas nicht stimmte. Der Anruf wurde sofort an die Mailbox weitergeleitet. Das war völlig untypisch für Valerie. Selbst wenn sie beschäftigt war, fand sie immer eine Möglichkeit, kurz zu schreiben oder später zurückzurufen. Shayna versuchte es nach einer Weile erneut, doch die Situation blieb unverändert. Das Telefon war weiterhin nicht erreichbar oder ausgeschaltet. Das machte sie zunehmend unruhig. Schließlich beschloss sie, Patrick zu kontaktieren, um sicherzugehen, dass Valerie wirklich bei ihm arbeitete. In dieser Gegend war es üblich, sich direkt aneinander zu wenden, besonders wenn etwas nicht stimmte. Die Antwort, die sie erhielt, war das erste Alarmsignal. Patrick erklärte überrascht, dass er an diesem Tag keine Vereinbarung mit Valerie gehabt habe und sie seit dem Vortag nicht gesehen habe. Er erwähnte auch, dass Valerie seiner Kenntnis nach angeblich vorgehabt habe, sich mit Freunden zu treffen und möglicherweise nach Indianapolis zu fahren. Woher er diese Information hatte, sagte er nicht. Diese Worte lösten in Shayna sofort einen inneren Widerstand aus. Sie erinnerte sich genau daran, dass Valerie am Morgen ausdrücklich gesagt hatte, sie würde zu Patrick zur Arbeit gehen. Nichts anderes. Ihre Tochter hatte nie die Angewohnheit, Pläne zu verheimlichen. In der Familie herrschte eine offene, vertrauensvolle Atmosphäre. Über spontane Änderungen informierte Valerie ihre Eltern stets im Voraus. Sie hatte keinen Grund zu lügen, schon gar nicht gegenüber ihrer Mutter. Shayna teilte ihre Befürchtungen mit ihrem Ehemann Jack, der gerade von der Arbeit nach Hause gekommen war. Als er von der Situation hörte, hatte er sofort das Gefühl, dass dies über eine gewöhnliche Verspätung hinausging. Die Eltern begannen, mögliche Erklärungen für das Verschwinden ihrer Tochter zu besprechen, doch keine der Überlegungen schien überzeugend. Als erstes beschlossen sie, die naheliegendsten Orte zu überprüfen, an denen Valerie sich aufhalten könnte. Gemeinsam durchsuchten sie die Umgebung, sahen im nächsten Park nach, besuchten Geschäfte und sprachen mit Bekannten. Doch niemand hatte das Mädchen seit dem Morgen gesehen. Niemand wusste etwas über ihre Pläne für den Tag. Niemand hatte gehört, dass sie irgendwohin fahren oder sich mit jemandem treffen wollte. Gegen 19 Uhr versammelten sich besorgte Nachbarn im Haus der Tindalls. Einige kamen, weil sie gehört hatten, dass Valerie sich nicht meldete. Unter den Anwesenden waren auch Patrick und seine Frau. Er erklärte erneut, dass er das Mädchen nicht gesehen habe und keine Ahnung habe, wo sie sein könnte. Sein Verhalten wirkte gelassen, fast zugelassen. Die Situation wurde immer angespannter. Die Eltern spürten eine wachsende Mischung aus Angst und Hilflosigkeit. Die Stunden vergingen und Valerie kam nicht zurück. Es war klar, dass dies keine einfache Verspätung mehr war. Gegen Mitternacht kamen Jack und Shayna zu dem Entschluss, offiziell zu handeln und meldeten Valerie als vermisst. Die Anzeige ging bei der örtlichen Polizeidienststelle des Rush County ein. Von diesem Moment an begann die offizielle Such- und Ermittlungsarbeit. Allerdings hatten die Ermittler zu Beginn nur sehr wenige Informationen. Die Aussage der Mutter, Valeries nicht mehr erreichbares Telefon und die Unstimmigkeiten zwischen ihren Angaben und denen von Patrick. Nach der Anzeige ging die Situation im Dorf sofort in eine Phase erhöhter Aktivität über. Obwohl die Gemeinde klein war, begannen die Behörden ohne Verzögerung mit den Suchmaßnahmen. Die Informationen über das Verschwinden wurden in den Bericht des Rush County Sheriff's Office aufgenommen und die Beamten begannen noch in den ersten Stunden mit den Ermittlungen. Die Befragungen starteten im engsten Kreis: Eltern, Geschwister, Nachbarn, Klassenkameraden und Freunde. Bereits am selben Tag kontaktierten die Ermittler Lehrer, Mitschüler und jene, die ihre Freizeit mit Valerie verbracht hatten. Doch niemand wusste etwas über ihre Pläne für den 7. Juni. Niemand hatte Hinweise auf eine Reise, ein Treffen oder Nachrichten, die auf etwas Ungewöhnliches hindeuten könnten. Die Befragungen ergaben keine konkreten Spuren. Die Eltern gaben genaue Auskunft darüber, was Valerie bei sich hatte, als sie das Haus verließ. Alltagskleidung, ihr Mobiltelefon und ihre Geldbörse. Es fehlte nichts, was auf eine längere Abwesenheit hindeuten könnte. In ihrem Zimmer blieb alles an seinem Platz: Kosmetika, Ladegerät, Schulsachen und persönliche Gegenstände.
Damit schlossen die Ermittler die Möglichkeit eines freiwilligen Verschwindens aus. Valeries Telefon war seit Mittag des 7. Juni ausgeschaltet. Das letzte Signal wurde innerhalb von Arlington registriert. Danach gab es keine weiteren Netzwerkverbindungen und keine Hinweise darauf, dass das Gerät in ein anderes Gebiet verlegt worden war. Das ließ darauf schließen, dass Valerie die Siedlung nie verlassen hatte. Ihr Auto, ein grüner Honda Civic, war ebenfalls verschwunden, doch keine der Überwachungskameras in der Umgebung hatte seine Ausfahrt aus dem Dorf aufgezeichnet. Die Nachricht von Valeries Verschwinden verbreitete sich schnell in den lokalen Medien. Bereits am nächsten Morgen wurden Fotos des Mädchens, ihre Beschreibung, Kleidung, Größe, Haar- und Augenfarbe sowie ihr letzter bekannter Aufenthaltsort veröffentlicht und über soziale Netzwerke im ganzen Bundesstaat geteilt. Vertreter der Strafverfolgungsbehörden erklärten, dass Valerie sich in einer potenziell gefährlichen Lage befinden könnte und schlossen ein freiwilliges Weggehen aus. Die Bewohner reagierten sofort auf die Hilferufe. Nicht nur Einheimische, sondern auch Menschen aus den Nachbarorten beteiligten sich an der Suche. Suchhunde, Drohnen, Wärmebildkameras und Bodenteams wurden eingesetzt. Das Gelände wurde entlang der Flüsse, in Waldgebieten, auf Brachflächen und in der Nähe von Bauernhöfen durchsucht. Die Einwohner überprüften ihre eigenen Schuppen, Keller, Dachböden und Garagen. Innerhalb von 2 Tagen wurde nahezu das gesamte Gebiet der Gemeinde und ihrer Umgebung abgesucht. Trotz der groß angelegten Aktion blieb das Ergebnis ernüchternd. Keine Spur von Valerie, kein Telefon, kein Auto. Dieses völlige Verschwinden in einer so kleinen Ortschaft schien unbegreiflich. Parallel zu den Suchmaßnahmen startete eine umfassende Ermittlung im digitalen Umfeld. Die Polizei analysierte Valeries Aktivitäten in den sozialen Netzwerken, ihre Nachrichten und Anrufprotokolle. Die Eltern gewährten den Ermittlern Zugang zu allen Konten ihrer Tochter. Es fanden sich weder Hinweise auf Depressionen noch auf Konflikte oder Absichten, das Haus zu verlassen. Im Gegenteil, Valerie schrieb über ihre Zukunft, das Studium, ihre Arbeit und Treffen mit Freundinnen. Alles sprach für ein normales, stabiles Leben. Doch obwohl es zu diesem Zeitpunkt noch keine offiziellen Verdächtigen gab, begannen einige Details Misstrauen zu wecken. Das Verhalten eines Nachbarn fiel der Familie auf. Er behauptete, Valerie am Tag ihres Verschwindens nicht gesehen zu haben, eine Aussage, die im Widerspruch zu dem stand, was das Mädchen am Morgen selbst gesagt hatte. Der Name Patrick Scott wurde in keiner offiziellen Erklärung erwähnt und zunächst wurden keine formellen Schritte gegen ihn eingeleitet. Doch in der Familie Tindall keimten erste Zweifel auf. In den ersten Tagen der Ermittlungen wurde der Name Patrick Scott nur aus formalen Gründen erwähnt. Er war ein Nachbar der Familie, der Großvater von Valeries Freundin und ihr gelegentlicher Arbeitgeber. Doch gerade diese Nähe weckte Shainas Zweifel. Sie beunruhigten nicht nur die Widersprüche in seinen Aussagen, sondern auch sein Verhalten, das ihr bereits einige Monate vor dem Verschwinden ihrer Tochter aufgefallen war. Laut Shaina schenkte Patrick Valerie auffallend viel Aufmerksamkeit. Er bot ihr oft an, sie mit dem Auto zu fahren, fragte sie nach ihren Plänen, und später erfuhr die Mutter, dass Valerie ihm über das Handy ihren Standort mitteilte. Das Mädchen erklärte, Patrick verfolge ihre Bewegungen aus Sicherheitsgründen, so wie er es angeblich auch bei seiner Enkelin tue. Shaina empfand ein solches Maß an Nähe zwischen einem erwachsenen Mann und einer 17-jährigen Schülerin als unangemessen. Obwohl es damals keinen direkten Grund zur Sorge gab, blieb ihr ein ungutes Gefühl. Nachdem sie Valeries Verschwinden gemeldet hatte, wurde Patrick zu einer ersten offiziellen Befragung eingeladen. Er erklärte, dass er sie am 7. Juni nicht gesehen habe und dass für diesen Tag keine Arbeit vereinbart gewesen sei. Später fügte er hinzu, er habe von seiner Enkelin gehört, Valerie habe angeblich vorgehabt, nach Indianapolis zu fahren. Die Enkelin jedoch widerlegte diese Aussage und erklärte, dass sie an diesem Tag keinen Kontakt zu Valerie gehabt habe und von einer Reise nichts gewusst habe. Aufgrund dieser Widersprüche führten die Ermittler eine zweite Befragung durch. Diesmal änderte Patrick seine Aussage grundlegend. Er behauptete nun, Valerie doch am Tag ihres Verschwindens gesehen zu haben. Nach seiner neuen Version hätten sie geplant zu arbeiten, aber der Auftrag sei kurzfristig abgesagt worden. Daraufhin habe Valerie ihn gebeten, sie in die Nachbarstadt zu fahren. Patrick versicherte, er habe sie dorthin gebracht, an einer Kreuzung abgesetzt und sei sofort wieder zurückgefahren. Diese plötzliche Änderung seiner Aussage weckte bei den Ermittlern erhebliche Zweifel. Auf die Frage, warum er dies nicht gleich gesagt habe, erklärte Patrick, er habe Angst gehabt, als Verdächtiger zu gelten.
Die Ermittler hielten diese Erklärung für wenig glaubwürdig. Seine neuen Angaben wurden als vorsätzliche Irreführung gewertet, was zu einer vorübergehenden Festnahme wegen Falschaussage führte. Nach dem Gesetz erlaubte dieser Verstoß jedoch keine längere Inhaftierung. Nach Zahlung einer Kaution wurde Patrick wieder freigelassen. Doch von diesem Moment an galt er nicht mehr nur als Zeuge, er rückte ins Zentrum der Ermittlungen. Nach der Änderung seiner Aussage begannen die Ermittler, alle Details seiner Version zu überprüfen. Ein entscheidender Punkt war das Auftauchen mehrerer Zeugen, die behaupteten, Patrick am 7. Juni zusammen mit Valerie gesehen zu haben. Ein Nachbar berichtete, er habe Patrick am Steuer von Valeries Auto gesehen. 2 weitere Zeugen gaben an, die beiden am Vormittag gemeinsam auf der Straße gesehen zu haben. Diese Aussagen widersprachen klar Patricks ursprünglicher Behauptung, er habe sie an diesem Tag nicht getroffen. Einige Tage nach der Aufnahme der Zeugenaussagen machte die Polizei einen entscheidenden Fund. Ein grüner Honda Accord, Valeries Auto, wurde in einem Wohngebiet entdeckt, ohne Kennzeichen, sauber abgestellt und verschlossen. Es gab keine sichtbaren Spuren eines Kampfes oder andere offensichtliche Hinweise auf ein Verbrechen. Doch allein die Tatsache, dass das Fahrzeug bewusst bewegt und versteckt worden war, ließ die Ermittler aufhorchen. Zu diesem Zeitpunkt wurden Spürhunde eingesetzt. Die Tiere untersuchten das Gelände rund um Patricks Haus und zeigten ein auffälliges Interesse an einem bestimmten Bereich, am Boden neben einem künstlichen Teich. Mehrmals reagierten sie auf denselben Punkt, was auf das mögliche Vorhandensein biologischer Spuren hindeutete. Allerdings fanden die Ermittler dort weder Überreste noch materielle Beweise. Es gab keinen rechtlichen Grund für eine sofortige Durchsuchung des Grundstücks. Das Signal der Hunde wurde nicht als ausreichender Beweis für einen Durchsuchungsbefehl gewertet. In der Zwischenzeit begannen die Ermittler jedoch mit einer visuellen Überwachung des Areals. Nach einigen Wochen bemerkten sie auffällige Aktivitäten. Patrick begann, mehrfach an verschiedenen Stellen seines Gartens zu graben. An manchen Stellen füllte er zuvor ausgehobene Löcher mit Bauschutt und Erde auf. Sein Verhalten wirkte zunehmend nervös und unkoordiniert, als wolle er etwas beseitigen oder verbergen. Diese Handlungen wurden von den Ermittlern fotografisch und per Video dokumentiert. Das Verhalten des Mannes warf zunehmend Fragen auf. Gleichzeitig richtete sich die Aufmerksamkeit der Ermittler auch auf seine Ehefrau Linda Scott. Sie lebte mit Patrick im selben Haus und befand sich, nach den bisherigen Erkenntnissen, zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Tat ebenfalls dort. Dennoch wurde sie nicht offiziell befragt und gab keine öffentlichen Erklärungen ab. Die Ermittler schlossen nicht aus, dass sie etwas wissen könnte, doch es gab keine direkten Hinweise auf ihre Beteiligung oder ihr Wissen. Es wurde immer offensichtlicher, dass Patricks Grundstück entscheidende Spuren verbergen könnte, doch die rechtlichen Möglichkeiten blieben begrenzt. Für den Beginn von Grabungen waren konkretere Beweise erforderlich. Die Ermittler mussten Wege finden, um legalen Zugang zu dem Grundstück zu erhalten, auf dem sich möglicherweise Beweismaterial befand. Nachdem sie Patricks Aktivitäten im Garten über Wochen hinweg beobachtet hatten, kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass die üblichen Verfahren nicht ausreichen würden. Auf Grundlage der bisherigen Indizien gelang es ihnen nicht, einen Durchsuchungsbefehl zu erwirken. Daher beschlossen sie, eine technische Untersuchung durchzuführen, eine topografische Vermessung des Geländes. Ziel war es, Veränderungen im Bodenprofil zu erkennen und Spuren kürzlich erfolgter Eingriffe festzuhalten. Die Untersuchung erfolgte mit Hilfe spezieller Bodensondierungsgeräte. Die gewonnenen Daten bestätigten, dass auf dem Grundstück mehrfach Erdarbeiten vorgenommen worden waren. An einer Stelle zeigte sich eine deutliche Anomalie, unregelmäßige Erdschichten und darunter ein rechteckiges, kompaktes Objekt. Diese Ergebnisse bildeten die Grundlage für einen Antrag auf Durchsuchungsbefehl. Das Gericht gab dem Antrag statt und am 28. November 2023 erhielt die Ermittlungsgruppe die offizielle Genehmigung zur Durchsuchung des Grundstücks. Die Grabungen begannen am nächsten Tag. Zunächst wurde der Bereich freigelegt, in dem die Unregelmäßigkeiten festgestellt worden waren. Der erste Fund war eine Holzkiste, in der sich mehrere Kassetten mit pornografischem Inhalt befanden. Auf den ersten Blick schien dieser Fund nichts mit dem Fall zu tun zu haben, doch die Ermittler gaben nicht auf. Sie setzten die Arbeiten fort und unter der Kiste entdeckten sie bald eine weitere, tiefere Konstruktion. Als der Holzdeckel geöffnet wurde, kam ein schwarzer Müllsack zum Vorschein. Darin befand sich eine Leiche. Aufgrund des Zustands der Überreste war es zunächst nicht möglich, die Identität festzustellen, doch anhand der Kleidung,
der Statur und des Fundorts gab es praktisch keinen Zweifel. Eine spätere zahnärztliche Untersuchung bestätigte, die Leiche gehörte Valerie Tindall. Am Fundort wurden Spuren einer gezielten Begrabung festgestellt. Die Konstruktion war so angelegt, dass sie von der eigentlichen Grube ablenken sollte. Die erste Kiste mit den Kassetten diente offenbar als bewusste Täuschung, eine falsche Spur, die den Eindruck erwecken sollte, das Entscheidende sei bereits entdeckt worden. Doch die Ermittler ließen sich nicht täuschen, und ihre Ausdauer führte zum entscheidenden Durchbruch. Patrick wurde noch am selben Tag verhaftet. Unmittelbar danach durchsuchten die Ermittler sein Haus und das angrenzende Grundstück. Sie suchten nach weiteren Beweisen, fanden jedoch keine zusätzlichen Spuren. Patrick lebte mit seiner Frau in dem Haus, doch zunächst wurde nur gegen ihn Anklage erhoben. Aufgrund der gefundenen Leiche, der Widersprüche in seinen Aussagen und der bestehenden Indizien wurde Patrick zum einzigen offiziellen Tatverdächtigen erklärt. Direkt nach seiner Festnahme wurde er zur Vernehmung auf die Polizeiwache gebracht. Anfangs leugnete er jede Schuld. Er ignorierte Fragen, antwortete ausweichend und bestritt jegliche Beteiligung an Valeries Verschwinden. Die Ermittler versuchten, ihn emotional zu erreichen, erinnerten ihn an Valeries Familie und an die Folgen für seine eigenen Angehörigen. Doch all das blieb ohne Wirkung. Selbst die Erwähnung seiner Frau löste keine erkennbare Reaktion aus. Der Durchbruch kam, als die Ermittler sich auf den entscheidenden Punkt konzentrierten, dass die Leiche auf seinem eigenen Grundstück gefunden worden war. Sie stellten ihm die direkte Frage, wie das Mädchen in seinem Garten begraben worden sein könnte. Nach einer längeren Pause änderte Patrick schließlich seine Haltung und erklärte sich bereit, die Wahrheit zu erzählen. Oder zumindest seine Version davon. Er präsentierte eine Darstellung, die den Tod des Mädchens als Unfall und nicht als geplantes Verbrechen erscheinen lassen sollte. Patrick behauptete, Valerie sei zu ihm gekommen, um Geld zu verlangen. Andernfalls habe sie gedroht, ihn wegen unangemessenen Verhaltens anzuzeigen. Er betonte, dass zwischen ihnen nie eine enge Beziehung bestanden habe und dass ihre angeblichen Drohungen reine Erpressung gewesen seien. Seinen Angaben zufolge kam es zu einem Streit, währenddessen Valerie begann, sich auszuziehen, entweder um ihre Anschuldigungen zu untermauern oder, wie er behauptete, ihn zu manipulieren. Er habe nicht verstanden, wie er die Kontrolle verloren habe und sie mit seinem eigenen Gürtel erwürgt. Nach dem Vorfall sei er in Panik geraten und habe die Leiche zunächst im Haus versteckt, wo sie bis zum nächsten Tag geblieben sei. Danach habe er sie in den Garten gebracht, eine Holzkiste gebaut und darüber einen Behälter mit Kassetten vergraben, um von der eigentlichen Grabstätte abzulenken. Um das Verschwinden zu vertuschen, habe Patrick Valeries Auto in eine andere Gegend gebracht und die Nummernschilder entfernt. Trotz seines Geständnisses akzeptierten die Ermittler diese Darstellung nicht als vollständiges Bild der Ereignisse. Nach Ansicht der Polizei war die Version der Erpressung nicht glaubwürdig. Es gab keinerlei Beweise, die sie stützten. Weder in Valeries Nachrichten noch in ihrem Verhalten fanden sich Hinweise auf Drohungen oder Konflikte. Die Ermittler neigten zu einer anderen Erklärung. Patrick hatte ein krankhaftes Interesse an dem Mädchen entwickelt und versuchte, das Geschehen zu vertuschen, als die Situation außer Kontrolle geriet. Zwar gestand er seine Beteiligung am Tod Valeries, bestritt aber jede Absicht. Das Verhalten nach der Tat, das Verstecken der Leiche, die Beseitigung von Beweismitteln und seine Falschaussagen wurde als Beweis für einen bewussten Versuch der Vertuschung gewertet. Diese Punkte bildeten die Grundlage für den Fall, der kurz darauf an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet wurde. Nach seiner Festnahme und seinem Geständnis schloss die Polizei die Ermittlungen ab. Der Fall wurde an die Staatsanwaltschaft übergeben. Patrick entschied sich, den Fall nicht vor Gericht zu bringen. Im März 2024 unterzeichnete er ein Geständnis im Rahmen einer Vereinbarung. Gemäß dieser Vereinbarung wurde er zu 57 Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Angesichts seines Alters entsprach das faktisch einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Viele hatten ein härteres Urteil erwartet, doch die Anklage umfasste keinen vorsätzlichen Mord unter erschwerenden Umständen. Dieses Vorgehen ermöglichte es, ein langwieriges Verfahren zu vermeiden, führte jedoch zu geteilten Reaktionen. Einige Dorfbewohner hielten die Strafe für zu milde. Nicht weniger Aufsehen erregte die Höhe der Entschädigung, die zugunsten von Valeries Familie festgesetzt wurde, nur $10.000. Weder das Gericht noch die Staatsanwaltschaft erklärten, warum der Betrag so gering ausfiel.
Angesichts des seelischen Leids der Familie wirkte die Summe symbolisch und ungerecht. Es wurden keine Berufungen eingelegt, doch die Enttäuschung der Eltern war bei der Pressekonferenz nach der Urteilsverkündung deutlich spürbar. Dort dankten Jack und Shayna den Ermittlern, Freiwilligen und allen, die bei der Suche nach ihrer Tochter geholfen hatten. Gleichzeitig äußerten sie offen ihr Bedauern über die Grenzen des Rechtssystems, das keine Antwort auf die wichtigste Frage geben konnte, auf die Frage nach Patricks wahren Motiven. Das Geständnis des Angeklagten überzeugte die Familie nicht. Sie weigerte sich, seine Version als Wahrheit zu akzeptieren. Ein weiteres Thema war die mögliche Kenntnis von Patricks Frau Linda. Sie lebte in dem Haus, in dem Valeries Leiche einen Tag lang aufbewahrt wurde. Nach Angaben der Ermittler wurde sie nicht als Verdächtige befragt, und die Durchsuchungen ergaben keine Hinweise auf ihre Beteiligung. Trotzdem war die öffentliche Meinung überzeugt, dass sie von dem Verbrechen gewusst haben musste. Linda selbst schwieg zu dem Fall. Ihre mögliche Rolle blieb außerhalb des offiziellen Verfahrens. Kritiker wiesen darauf hin, dass ihre fehlende Reaktion auf die Ereignisse nicht allein durch Unwissenheit erklärbar sei. Valeries Eltern betonten mehrfach, dass sie überzeugt seien, Linda wisse mehr, als sie zugab. Die Behörden handelten im Rahmen des Gesetzes, und das Fehlen direkter Beweise schloss eine Anklage gegen sie aus. Die Untersuchung der Überreste machte es unmöglich, die genaue Todesursache festzustellen. Die Verletzungen erlaubten keine vollständige Rekonstruktion der Ereignisse. Damit stützten sich die Ermittlungen ausschließlich auf Patricks Geständnis. Es gab keine äußeren Beweise, die seine Version bestätigten, aber auch keine, die sie eindeutig widerlegten. Obwohl der Angeklagte verurteilt wurde, blieben viele Fragen offen. Die Umstände des Verbrechens, die Rolle von Linda und Patricks wahres Motiv wurden nie vollständig geklärt. Valeries Familie erreichte Gerechtigkeit, aber keine Antworten. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.